Redewendungen mit haben, sein und machen. Folge 3. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Serie Typische deutsche Redewendungen. Es ist wunderbar, dass du heute wieder dabei bist. Dass du dir ganz bewusst Zeit nimmst, zeigt, dass du bereit bist, hinter die Fassade der reinen Grammatik zu blicken. Am Ende dieser Folge wirst du verstehen, wie du mit nur 3 kleinen Wörtern wie ein Profi klingst und die Logik hinter vielen Gesprächen im deutschen Alltag und Beruf sofort durchschaust. In den ersten Folgen haben wir über Alltag und Beruf gesprochen. Heute gehen wir tiefer. Wir schauen uns das Fundament an. Viele Lernende glauben, Deutsch sei deshalb so schwierig, weil es unendlich viele komplizierte Wörter gibt. In Wahrheit ist es oft genau umgekehrt. Sehr viel im echten Deutsch basiert auf nur 3 extrem wichtigen Verben: haben, sein und machen. Diese 3 Verben sind die Motoren unserer Kommunikation. Im Sprachkurs lernst du sie als Basis der Grammatik. Aber im echten Leben sind sie wie Chamäleons. Wenn sie mit bestimmten Substantiven kombiniert werden, verändern sie ihre Bedeutung komplett. Sie werden zu kraftvollen Bildern, die Gefühle, Verantwortung und Handlungen ausdrücken. Atme jetzt einmal tief durch. Konzentriere dich auf den Moment. Bereite dich vor. Bevor wir in diese Welt eintauchen, wieder unser gemeinsames Lernritual. Erstens, erstes Hören. Entspannt zuhören. Zweitens, lass die Bilder entstehen. Drittens, versuch nicht jedes Wort zu analysieren, sondern verstehe die Logik dahinter. Viertens, zweites Hören. Nutze das Shadowing. Fünftens, sprich die Sätze aktiv mit mir mit. Sechstens, achte auf die Verbindung zwischen dem Verb und dem Bild. Siebtens, drittes Hören. Lass die Sprache fließen. Achtens, du wirst merken, dass du diese Verben nun ganz anders wahrnimmst. Lass diesen Gedanken kurz wirken. Warum haben, sein und machen so entscheidend sind? Wenn du Deutsch lernst, wirst du sehr früh mit diesen 3 Verben konfrontiert. Und oft denkt man, die kenne ich schon, das ist einfach. Aber genau hier liegt die Falle. Diese Verben sind nicht nur Grammatikregeln, sie sind Träger von Bedeutung, Emotion, Haltung und sozialem Kontext. Im echten Deutsch sagen Menschen selten, ich denke gerade sehr intensiv über dieses komplizierte Problem nach. Das klingt fast wie in einem Buch. Stattdessen sagen sie, ich mache mir Gedanken. Sie sagen nicht, ich bin umfassend über die aktuelle Situation informiert. Sie sagen, ich habe das auf dem Schirm oder ich bin im Bilde. Wenn du diese Strukturen erkennst, beginnt Deutsch plötzlich logisch zu werden. Es ist nicht mehr kompliziert, es ist systematisch. Wenn du diese 3 Verben beherrschst, hast du den Schlüssel zur natürlichen Kommunikation in der Hand. Der Motor der Verantwortung und Information. Redewendungen mit haben. Das Verb haben drückt normalerweise Besitz aus. In Redewendungen geht es aber oft um einen abstrakten Besitz. Alle diese Ausdrücke haben eines gemeinsam. Sie zeigen, was wir wissen oder wofür wir verantwortlich sind. Etwas auf dem Schirm haben. Wir kennen diesen Ausdruck schon, aber er ist das perfekte Beispiel für haben. Wiederholung: etwas auf dem Schirm haben. Bedeutung: informiert sein, etwas nicht vergessen.
Wenn der Chef fragt, haben Sie den Termin auf dem Schirm, antwortest du, ja, das habe ich auf dem Schirm. Es signalisiert, ich besitze diese Information und ich passe darauf auf. Recht haben. Wiederholung, Recht haben. In Deutschland wird es sehr geschätzt, wenn man Fakten korrekt wiedergibt. Wenn du sagst, du hast recht, ist das eine klare Anerkennung der Realität. Es ist ein kurzes, starkes Signal der Zustimmung. Es ist die logische Seite des Verbs haben. Du besitzt die richtige Information. Schwein haben. Wiederholung, Schwein haben. Bedeutung, großes Glück haben, unverhofft Erfolg haben. Die Geschichte dahinter ist alt. Im Mittelalter bekam der schlechteste Teilnehmer bei Wettbewerben oft ein kleines Schwein als Trostpreis. Er hatte Fleisch für den Winter. Er hatte also Schwein gehabt. Wenn du eine Prüfung bestehst, für die du fast nicht gelernt hast, sagst du, da habe ich echt Schwein gehabt. Das ist die emotionale, glückliche Seite von haben. Den Hut aufhaben. Wiederholung, den Hut aufhaben. Bedeutung, die Verantwortung tragen. Der Chef bei einer Aufgabe sein. Früher war der Hut ein Symbol für Macht. Im Büro ist das eine sehr wichtige Frage. Wer hat hier eigentlich den Hut auf? Damit klärst du die Hierarchie, ohne unhöflich zu sein. Einen Vogel haben. Wiederholung, einen Vogel haben. Bedeutung, verrückt sein. Eine unsinnige Idee haben. Wichtiger Warnhinweis, das ist sehr informell und kann beleidigend sein. Benutze es nur unter sehr engen Freunden. Wenn du in einer offiziellen Situation sagen willst, dass eine Idee nicht gut ist, sag lieber neutral, das halte ich für keine gute Idee oder das ist etwas seltsam. Das ist viel sicherer. Den Bogen raushaben. Wiederholung, den Bogen raushaben. Bedeutung, endlich verstehen, wie eine komplizierte Sache funktioniert. Stell dir vor, du lernst eine neue Software. Am Anfang ist alles schwer, aber nach 2 Tagen merkst du, jetzt habe ich den Bogen raus. Redewendungen mit sein. Das Verb sein beschreibt Zustände. Wenn wir sein benutzen, sprechen wir oft über unser tiefstes Inneres, über unsere Identität und darüber, wie wir uns im Moment in der Welt fühlen. Im Bilde sein. Wiederholung, im Bilde sein. Bedeutung, gut informiert sein. Es ist die elegante Schwester von etwas auf dem Schirm haben. Wenn du sagst, ich bin im Bilde, klingst du ruhig, souverän und professionell. Von der Rolle sein. Wiederholung, von der Rolle sein. Bedeutung, verwirrt, erschöpft oder unkonzentriert sein. Stell dir einen Schauspieler vor, der seine Rolle vergisst. Wenn du einen schlechten Tag hast, sagst du, Entschuldigung, ich bin heute irgendwie völlig von der Rolle. Das ist sehr menschlich und eine sympathische Art, Schwäche zuzugeben. Auf Zack sein. Wiederholung, auf Zack sein. Bedeutung, schnell, intelligent und aufmerksam reagieren. Es ist ein großes Kompliment im Berufsleben. Die neue Kollegin ist wirklich auf Zack. Im Stress sein. Wiederholung, im Stress sein. Bedeutung, überlastet sein, unter Zeitdruck stehen.
Das ist wahrscheinlich die am häufigsten benutzte Redewendung mit sein im modernen Deutschland. Es ist eine sachliche Feststellung eines Zustands. Hin und weg sein. Wiederholung: hin und weg sein. Bedeutung: völlig begeistert und fasziniert sein. Ich war von dem Konzert völlig hin und weg. Auf sich gestellt sein. Wiederholung: auf sich gestellt sein. Bedeutung: alleine zurechtkommen müssen. In diesem Projekt war ich völlig auf mich selbst gestellt. Nicht ganz bei sich sein. Wiederholung: nicht ganz bei sich sein. Bedeutung: unkonzentriert oder emotional belastet sein. Es ist eine feine, respektvolle Art zu sagen, dass jemand gerade Probleme hat. Verstehen kommt vor Sprechen. Eine wichtige Perspektive. Bevor wir zum aktiven Verb machen kommen, lass uns kurz innehalten. Vielleicht denkst du jetzt, das ist so viel. Wie soll ich das alles behalten? Die Antwort ist einfach. Du musst es nicht sofort perfekt auswendig lernen. Du musst es erleben. In der Sprachwissenschaft gibt es den passiven Wortschatz. Das ist alles, was du verstehst, aber noch nicht sagst. Dieser Teil ist bei jedem Menschen viel größer. Der Weg zum fließenden Deutsch führt immer über das Verstehen. Wenn du diese Redewendungen erkennst, wenn dein Chef sie benutzt, dann hast du gewonnen. Du verstehst den Unterton. Du verstehst, ob er dir Mut machen will oder ob er Druck macht. Dieses Verständnis gibt dir die nötige Ruhe, um später selbstsicher zu sprechen. Lass diesen Gedanken kurz wirken. Verstehen ist die Basis für deine zukünftige Sicherheit. Vom Verstehen kommen wir nun zum Handeln, zu unserem dritten Motor, dem Verb machen. Machen ist das flexibelste Verb. Es ist das Werkzeug für Veränderung. Deutsche lieben es, Substantive zu machen, anstatt komplizierte Einzelverben zu benutzen. Sich Gedanken machen. Wiederholung: sich Gedanken machen. Bedeutung: intensiv über etwas nachdenken oder sich Sorgen machen. Es klingt tiefer und persönlicher als ein Ich denke nach. Einen guten Eindruck machen. Wiederholung: einen guten Eindruck machen. Bedeutung: positiv auf andere wirken. Besonders wichtig bei Bewerbungen. Reinen Tisch machen. Wiederholung: reinen Tisch machen. Bedeutung: eine Situation klären, die Wahrheit sagen, Konflikte beenden. Den Sack zumachen. Wiederholung: den Sack zumachen. Bedeutung: eine Sache erfolgreich beenden. Wenn ein Geschäft fast fertig ist, sagt man: Komm, wir machen jetzt den Sack zu und unterschreiben. Es ist professionell und motivierend. Auf dem Holzweg sein. Wiederholung: auf dem Holzweg sein. Bedeutung: völlig falsch liegen, eine falsche Meinung haben. Hinweis: auch wenn hier sein benutzt wird, ist es das Ergebnis einer falschen Handlung. Wenn dein Kollege eine falsche Theorie hat, kannst du sagen: Ich glaube, da bist du auf dem Holzweg. Druck machen. Wiederholung: Druck machen. Bedeutung: jemanden antreiben, Eile erzeugen. Wir sehen also, machen ist unser wichtigstes Werkzeug für Veränderung und Wirkung. Es zeigt, wie wir aktiv Einfluss auf eine Situation nehmen. Ernst machen. Wiederholung: ernst machen. Bedeutung: eine Drohung oder einen Plan wirklich auszuführen. Es zeigt Entschlossenheit.
kurzen Prozess machen. Wiederholung, kurzen Prozess machen. Bedeutung, etwas sehr schnell und ohne Diskussion entscheiden oder beenden. Lass uns nun die wichtigsten Ausdrücke von heute gemeinsam trainieren. Ich sage sie zuerst langsam, dann in einem normalen Tempo. Wichtig, es geht hier nicht um Perfektion. Es geht darum, den Rhythmus der Sätze zu spüren. Etwas auf dem Schirm haben. Etwas auf dem Schirm haben. Recht haben. Recht haben. Schwein haben. Schwein haben. Im Bilde sein. Im Bilde sein. Von der Rolle sein. Von der Rolle sein. Auf Zack sein. Auf Zack sein. Im Stress sein. Im Stress sein. Einen guten Eindruck machen. Einen guten Eindruck machen. Sich Gedanken machen. Sich Gedanken machen. Reinen Tisch machen. Reinen Tisch machen. Den Sack zumachen. Den Sack zumachen. Auf dem Holzweg sein. Auf dem Holzweg sein. Lass diese Sätze noch einmal in deinem Kopf klingen. Heute hast du gelernt, dass gutes Deutsch nicht aus komplizierten, langen Wörtern besteht. Gutes Deutsch besteht aus klaren Strukturen, starken Bildern und wenigen, aber extrem vielseitigen Verben. Wenn du diese Verben verstehst, verstehst du das Herz der Sprache. Dein Lernritual für diese Woche: hör dir diese Folge in den nächsten Tagen mehrmals an. Beim ersten Mal hör einfach zu. Lass die Bilder wirken. Beim zweiten Mal sprich die Sätze laut mit. Shadowing. Beim dritten Mal hör entspannt zu und genieße das Gefühl, dass Deutsch langsam vertraut wird. Achte in der nächsten Woche ganz bewusst darauf, wenn du Deutsche sprechen hörst. Achte auf haben, sein und machen. Du wirst überrascht sein, wie oft du diese Redewendungen jetzt plötzlich auf dem Schirm hast. In der nächsten Folge kommen wir zum großen Finale unserer Serie. Wir werden uns die Redewendungen ansehen, die Deutsche wirklich benutzen. Die absoluten Favoriten, die du in fast jedem Gespräch hörst. Wir fassen das Beste zusammen und geben dir den letzten Schliff für deine Kommunikation. Die nächste Folge heißt Folge 4. Redewendungen, die Deutsche wirklich benutzen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Dein Fleiß ist der Schlüssel zu deinem Erfolg. Die Sprache ist kein unüberwindbares Hindernis mehr, sondern ein Garten, in dem du jetzt die ersten festen Wege gebaut hast. Geh sie immer wieder entlang. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß beim Deutschleben.